In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Plastikminiaturen mit ganz einfachen Techniken und Tricks zu völlig neuen Figuren umbauen könnt. Und für alle, die dann voll auf den sogenannten Kit-Bashing-Geschmack gekommen sind, gibt's obendrein noch eine neue TWS Community Challenge. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Seit dem 8. Januar 2025 ist ja die neue Sammelheftserie Warhammer 40.000 Combat Patrol am Start. Heft Nummer 1 ist aktuell noch am Kiosk erhältlich, kostet nur 2,99 € und enthält diesen Space Marine Captain sowie diesen geflügelten Alpha-Krieger der Tyranniden. Und genau diese beiden Modelle möchte ich nun mit euch zu deutlich cooleren Varianten umbauen. Dazu braucht ihr neben dem Gussrahmen mit den beiden Figuren noch einen Seitenschneider zum Herauslösen der Bauteile, ein scharfes Bastelmesser und Plastikkleber wie zum Beispiel diesen hier von Revell. Games Workshop und viele andere Hersteller auch veröffentlichen ihre Miniaturen ja mittlerweile als sogenannte Monopose-Modelle. Das heißt, die Pose der Figur ist fest vorgegeben. Oftmals lassen sich nicht einmal die Haltung der Arme oder die Blickrichtung des Kopfes verändern. Was schade ist, denn zum Beispiel dieser Space Marine Captain sieht aus, als würde er gerade verschnaufen, statt sich auf den nächsten Gegner zu stürzen. Das werden wir nun ganz einfach ändern. Dafür aber erstmal alle Bauteile herausknipsen und fix entgraten. Um nun die Arme frei positionieren zu können, müssen einfach nur diese Stifte im Schulterbereich entfernt werden. Außerdem schneide ich noch das rechte Handgelenk mit dem Schwert ab, um es leicht gedreht wieder anzukleben. Sauberes und vorsichtiges Abschneiden ist dafür der beste Weg, denn so habt ihr im Gegensatz zum Sägen praktisch keinen Materialverlust. Zum Anbringen ist Plastikkleber ideal, denn dieser löst den Kunststoff ein wenig an, sodass die Bauteile quasi miteinander verschmelzen. Man nennt diesen Prozess daher auch Kaltschweißen. Den linken Arm mit dem Bolter durchtrenne ich zusätzlich am Ellbogen, um so den Winkel zu ändern. Hierfür schneide ich noch ein wenig mehr vom Gelenk ab, damit der Arm ausgestreckter wirkt. Auch der Kopf soll in eine andere Richtung schauen, entsprechend wird auch dieser Stift abgeknipst. Danach könnt ihr alles nach und nach ganz normal zusammenkleben. Lasst euch aber Zeit, um bei jeder Pose zunächst zu testen, ob nicht doch noch irgendwo etwas verändert oder abgeschnitten werden muss. Wie zum Beispiel diese Siegel, die durch die veränderte Armstellung nun parallel zum Boden flattern würden. Entsprechend schneide ich sie vorsichtig ab, säubere die Schnittstellen und klebe sie nach unten hängend wieder an. Fertig ist mein Space Marine Captain in neuer und wesentlich kampfbetonterer Pose. Den geflügelten Alpha-Krieger möchte ich nun deutlich stärker verändern, da mir dessen Pose überhaupt nicht gefällt. Zum einen passt das Horn auf dem Kopf meiner Meinung nach so gar nicht zu den sichelartigen Krallen. Außerdem gehören für mich die Schwingen näher an die Schultern, also über die Arme. Der Zusammenbau beginnt ganz nach Anleitung mit den Torsoteilen, da sich diese ohnehin nur schwer umbauen lassen. Auch das rechte Bein ließe sich leider nur mit ziemlichem Aufwand anders positionieren. Dafür kann man problemlos das linke Bein etwas verdreht ankleben. Dies wird nun das alleinige Standbein. Das Horn kommt ab, die Schnittstelle wird zurechtgekratzt bzw. geschliffen, um dann den Hinterkopf zu kürzen. So schaut der Kopf etwas mehr nach oben, was besser zur neuen und geduckteren Pose passt. Die Stifte an den Armen und Schwingen werden ebenfalls entfernt, um so quasi Kugelgelenke für ein variableres Aufkleben zu erhalten. Die Krallen schneide ich zudem komplett ab, um sie um 180 Grad gedreht wieder anzukleben. So zeigen die Krallen nun nach innen statt nach außen. Abschließend korrigiere ich noch die Standfläche vom Huf des Standfußes, damit die Körperhaltung gerade und dynamisch nach vorn preschend wirkt. Damit wäre der alternative Alpha-Krieger auch schon fertig. Und ich bin mir sicher, das könnt ihr auch. Deswegen möchte ich euch in Zusammenarbeit mit Miniaturicum zu einer neuen TWS Challenge aufrufen, bei der ihr euch in Sachen Kit-Bashing so richtig austoben könnt. Alles, was ihr zum Mitmachen braucht, ist der Gussrahmen aus dem ersten Combat Patrol Heft, das für 2,99 € und noch bis ca. 28. Januar 2025 im Zeitschriftenhandel erhältlich ist. Benutzt beliebige Teile vom Space Marine Captain und dem Alpha-Krieger und baut daraus, was ihr wollt.
Einen Space Marine mit Schwingen, einen Tyranniden mit Bolter oder einen wilden Mix wie meinen Captain Bonduel, den legendären Dosenöffner. Einzige Einschränkung: ihr dürft nur die Plastikteile aus den Gussrahmen und die beigelegten Bases verwenden. Etwas Green Stuff oder andere Modellierpaste zum Auffüllen kleiner Lücken ist okay, das Modellieren von extra Bauteilen ist aber natürlich tabu. Bei Farben und Dekokram für die Basegestaltung habt ihr hingegen die freie Auswahl. Auch bei den Werkzeugen gibt's keinerlei Einschränkungen. Zange, Messer, Bohrer, Dremel, nehmt was ihr wollt und tobt euch bis Ende Februar 2025 aus. Genauer gesagt, schickt bis zum 28. Februar 2025 genau 5 Fotos an die TWS-E-Mail-Adresse, die euer Modell wie folgt zeigen. 2 Fotos mit der Vorder- und Rückansicht des unbemalten Modells, auf der auch die eventuell mit Modellierpasten gefüllten Lücken zu sehen sind. Und dann noch 3 Fotos, die euer fertiges Modell so richtig schön in Szene setzen. Im März 2025 präsentiere ich dann alle Einsendungen ausführlich in einem extra TWS-Video, damit jeder Zuschauer seinen Favoriten wählen kann, um die Sieger dieser Challenge zu küren. Die 3 Modelle mit den meisten Stimmen erhalten dann Einkaufsgutscheine von Miniaturicum im Wert von 20, 30 und 50 Euro. Mitmachen lohnt sich also, ganz abgesehen vom gemeinsamen Bastel- und Community-Spaß. Alle Details zum Mitmachen findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Miniaturicum und ich wünschen euch nun viel Spaß beim Umbauen und sind schon sehr auf eure Ideen und Modelle gespannt. Aber erstmal sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!